Das hier ist die 125er mit dem fettesten Serientank. Wie weit kommst du? Was kann sie nicht? In diesem Video grüß euch. Mein Name ist Tom und das ist motochecker.at, die Motorradvergleichsplattform im Internet. Und das hier wirklich ein wildes Gerät. In die Jahre gekommen, aber trotzdem nie bei uns wirklich im Test gewesen und vor allem gemessen 0,80 oder die Bremse, das haben wir heute alles nachgeholt und ich habe mal geschaut, wie weit kommt denn die Zontes G1 und dementsprechend springen wir erstmal zum Motor und dann schauen wir uns den Rest an. Angefeuert wird sie von einem flüssigkeitsgekühlten Einzylindermotor mit sage und schreibe 10,8 kW, was ungefähr 15 PS am Ende des Tages sind bei 9000 Revs. Darüber hinaus 13 Newtonmeter bei 7000 Revs. Weiters 20 Liter fasser Tank, davon sind 3,3 Liter Reserve. Darüber hinaus ist das fahrfertige Gewicht von dem Fahrzeug ca. 160 Kilo. Was für eine 125er definitiv nicht leicht ist, aber einen 20 Liter Tank bekomme ich halt wirklich nicht bei jeder 125er. Und darüber hinaus muss man auch sagen, der Verbrauch laut Hersteller sind 2 Liter, ich habe aber einen Liter mehr braucht. Aber wie das genau ausschaut, das schauen wir uns jetzt an bei 0,80. So da, die Zontes G1, jetzt ist sie endlich mal bei mir gelandet und wir können endlich einen Test machen, beziehungsweise ein bisschen herausfinden, was schafft sie 0,80 und vor allem auch alle anderen Fragen, die sich stellen, mit dem Motorrad klären. Denn eins muss man sagen, diese G1 ist das Motorrad mit dem größten Tank in der 125er Klasse und dementsprechend bin ich richtig im Hype, was wir wirklich schaffen. Das ist ja massiv in den letzten Jahren beliebt gewesen und ich glaube, es hat nicht ein Video gegeben, wo so oft drunter gestanden ist, da mach einen Testbericht, fahr das nochmal, zeig nochmal, was es wirklich kann. Und heute ist es soweit. Heute ist endlich der Tag gekommen, wo ich die Möglichkeit dazu hatte und wo ich mir einfach anschauen kann, was wir damit machen mit dem Motorrad. Und da finde ich immer einen der wichtigsten Indikatoren ist die Geschwindigkeitsmessung. Also wie schnell ist die Zontes von 0 auf 80 km/h? 0,80 km/h und schupp. Da merkst du den Drehzahldrop. Der Drehzahlbegrenzer schaltet ungefähr bei 10 ein. Er ist relativ weich. Wir schieben nach vorne und noch einmal geschalten und jetzt haben wir es gleich. 80 km sind erreicht, 76 laut Tacho und 80. 16,648 Sekunden für die Zontes G1. Eine der ersten 125ers von Zontes am Markt, die richtig beliebt war. Die aber echt in die Jahre gekommen ist. Das habe ich sofort gemerkt, wenn ich mich drauf gesetzt habe. Denn ich bin die anderen Zontes vorher gefahren und habe so, wow, so modern, so cool. Und jetzt sitze ich auf dem Motorrad drauf und denke mir so, die G1 ist halt wirklich schon technisch in die Jahre gekommen. Das Display und alles, auch der Motor, das ist alles schon ein bisschen mehr in die Jahre gekommen, offen gesprochen. So, und schupp. Und schupp. Und schupp. Jetzt haben wir es, 80. Das muss ein besseres Ergebnis werden. Hey, das ist hier besser. 11,824. Jetzt hast du richtig gemerkt, es hat viel sauberer geschalten. Das knackige Getriebe schön nach vorne gekommen. Am Anfang die richtige Drehzahl erwischt. Also 11,824 Sekunden locken wir ein für die Zontes G1 bei Versuch Nummer 3. Und dementsprechend ist es natürlich ein wild gewordener Traum, dieses Motorrad hier unter mir, denn relativ schnelle Beschleunigung, also Mittelklasse-Niveau, riesengroßen fetten Tank drauf, der wirklich eine extrem hohe Reichweite bieten sollte. In Kombination mit einem guten Zontes-Motor, das passt und sitzt. Das Überraschende damals, als die Zontes G1 rausgekommen ist, war die Ausstattungsvarianten, waren die Möglichkeiten, die G1 bot und das hat so gar nicht mehr gegeben. Doch jetzt merkst du halt einfach, alle Komponenten, die hier verbaut sind, sind noch immer gut von Zontes. Aber es gibt halt schon Modelle von Zontes, die Keyless Go haben. Es gibt jetzt Modelle von Zontes, die ein bisschen eine geilere und bessere Verarbeitung haben, die ein geileres Display-Element haben. Du merkst halt hier schon die Jahre von der Zontes, die sind gezählt, die G1. Es ist jetzt das Jahr zwar mit neuen Farben gekommen, aber da müssen sie wirklich nochmal nachziehen. Sie ist die älteste Zontes 125er aktuell auf dem Markt. Macht sie deshalb aber nicht unbedingt weniger schlecht, denn der Motor ist zugänglich, er beschleunigt, er zieht, er fährt und vor allem macht er mir einfach Freude. Er ist nicht laut, er ist nicht aufregend, er ist von unten raus flott genug, der Gasgriff ist relativ lang, du musst hier recht lange am Gas anziehen, damit was rauskommt, aber wenn dann was rauskommt, dann schaffst du auch locker die 100 km/h mit dem Motorrad, selbst wenn das Motorrad voll getankt ist und selbst wenn du noch einen Rucksack mitnimmst. Die Motorpower ist wirklich nicht zu unterschätzen von Zontes. Eieieiei, verbraucht 3 Liter
auf 100 Kilometer und dann könnt ihr euch ganz einfach mit Jetty rechnen, wie weit kommt ihr mit dem fetten Tank und wir blenden euch das natürlich hier ein. Aber natürlich, meine Freunde, geht es nicht nur um den Motor, sondern es geht auch ganz klar um das Fahrwerk. Was das kann und wie das fährt, erkläre ich euch jetzt. Fahrwerksseitig gibt es sogar eine Upside-Down-Gabel, ein einfaches Federbein, eine gute Abstimmung in Summe. Darüber hinaus haben wir eine Sitzhöhe von gerade mal 795 mm. Hier kommt wirklich fast jeder runter. Des Weiteren ist auch wichtig vielleicht für viele der Radstand 1373 mm, also relativ kompakt. Darüber hinaus haben wir eine Bodenfreiheit von 204 mm, was recht hoch ist für so ein Motorrad. Vorne haben wir 110 70 17 und hinten haben wir 130 70 17 und das mit ein bisschen einem profilierteren Profil, was uns natürlich beim Bremstest ein bisschen schadet, aber dafür halt die Offroad-Abilität ermöglicht und in Kombination mit den Sturzbügeln kannst du auch mal crashen, wenn du möchtest. Die Reifen sind CST-Reifen und die Reifen sind nicht die mit dem besten Griffverhältnis, also wenn du wirklich ein bisschen mehr möchtest und sportlicher möchtest, musst du den Reifen runterschmeißen und ein bisschen was Besseres drauf geben. Aber es gibt genug in den Dimensionen, was du Offroad-mäßig draufschnalzen kannst, damit es lustig wird. Aber dazu gehen wir jetzt. Ja, und hier muss man sagen, da macht Zontes alle Ehre, denn das Fahrwerk ist wirklich rund abgestimmt. Es ist sehr neutral, sehr einfach in der Zugänglichkeit. Wir sitzen auf dem Motorrad drauf. Wir haben natürlich keinen Windschutz, aber wir haben einen sehr komfortablen Sitz. Einen relativ weiten Kniewinkel, wo ich mit meinen 1,80, 1,83 auch gut Platz finde. Einzig der Knieschluss, der ist suboptimal, weil mein Knie genau an dieser Kante ansteht vom Tank. Das ist suboptimal und ihr merkt schon, 100 km/h, 93 in der Realität. Also hier schaffst du locker die 100 km/h, obwohl ich hier so aufrecht drauf sitze auf hier. Aber natürlich, Freunde, haben wir auch einen recht breiten Lenker, mit dem wir schön durch die Kurve navigieren können. Die Schräglagenfreiheit ist gut und vor allem die Fahrstabilität, selbst bei 100 km/h in der Kurve, sind noch immer ausreichend. Du merkst, hier ist Fahrwerk und Motor einfach wirklich schön aufeinander abgestimmt. Da merkst du halt einfach, das sind schon die zweite oder dritte Generation von so einem Fahrzeug und da merkst du halt einfach auch, Alter von einem Fahrzeug ist nicht unbedingt immer ein Nachteil, es kann auch ein echter Vorteil sein, insbesondere wenn es um Abstimmung angeht. Da wurden immer wieder kleine Adaptionen gemacht in den letzten Jahren, um dann einfach immer ein besseres Ergebnis zu erzielen und jetzt ist es halt wirklich da, wo es sein soll für eine 125, stabil, neutral, einfach in der Zugänglichkeit und vor allem super spielerisch und leichtgängig zu fahren. Ich glaube, das Einzige, was bei dem Motorrad störend ist, ist die Körpergröße. Je größer du bist, desto mehr Schwierigkeiten du hast, desto kleiner du bist, desto leichter und einfacher ist das Motorrad für dich als Fahrer. Da merkst du halt wirklich gewaltige Unterschiede. Ansonsten hätte ich gesagt, gehen wir mal in den Walkaround, schauen uns das Motorrad im Detail an, denn optisch hat es damals auch sehr vielen Menschen draußen gefallen und dementsprechend, let's have a look. Die G1 war in der Vergangenheit wirklich etwas Revolutionäres, das gab es so nicht. Sturzbügel in Serie, einen gescheiten Motor, Lenkerendenspiegeln, Leverguards, ein Underfloor-Auspuff in der Optik mit dieser Schwinge in Kombination, den Felgen, die extrem auf Leichtbau getrimmt sind und auf Optik sind, die Blinker, die hier so verbaut wurden mit der LED-Lichtmaske, das gab es vor einigen Jahren wirklich noch nicht. Das alles gibt es aber heute, deswegen ist das meiner Meinung nach nicht so besonders. Der 20-Liter-Tank ist was Besonderes, aber warum sie noch immer auf so einen Schlüssel setzen und nicht auf Keyless Go bei Zontes, finde ich ein bisschen schade. Es ist nicht echt ein Klumper, das Schloss, was man ordentlich am Zager geht. Der einzige Vorteil ist, das Lenkerschloss ist auch hier oben und der Tank ist auch versperrt, was ich auch von Vorteil finde, aber ihr merkt schon, ich kann den ganzen Tank runternehmen. Auch lästig irgendwo. Wo tust du denn dann wieder hin beim Tanken? Nervt mich. Ansonsten ABS vorne, ABS hinten, gescheite Bremsscheibe vorne, gescheite Bremsscheibe hinten, dem altbewährten Zontes-Motor, den wir so schon kennen, in einer neuen Farbgebung und vor allem hier nicht mit überlackierten Stickern leider, ein bisschen schade, aber dafür hochwertigen Aufklebern und einfach in Summe eine hochwertige Aufmachung, ein schöner Verbau mit guten Plastikkomponenten und einen echt schönen Sitz. Ich finde, verarbeitungstechnisch beweist Zontes immer wieder, dass sie wissen, was sie tun. A2-Sitzer ist auch noch, also wenn die Freundin mitfahren will, ist das kein Problem. Das Display ist meiner Meinung nach nur nett, weil wenn ich das aufdrehe, habe ich zwar die Reifendruckkontrollanzeige, ich habe zwar eine Ganganzeige, Drehzahlanzeige, Geschwindigkeitsanzeige, Motortemperatursanzeige, gescheite Batterieanzeige, ich glaube, ich habe sogar Eckventile, wenn ich mich nicht täusche. Nein, bei der habe ich keine Eckventile. Entschuldige, das haben die anderen Zontes, das hat die jetzt auch noch nicht. Und eigentlich ein rundum sorglos Paket, das Display ist auch gut ablesbar, ist aber meiner Meinung nach nicht mehr so zeitgemäß für Zontes und eher altbacken. In Summe aber noch immer ein geiles Preis-Leistungs-Verhältnis und dazu kommen wir auch gleich, aber zuerst einmal machen wir noch den Bremstest
und wir sprechen noch ein bisschen über das Getriebe. So, jetzt bin ich gespannt. Von 50 km/h auf 0 km/h. Wie schnell bleiben wir stehen? Wir haben ja doch ABS und Co. Das ist natürlich sehr gut und wir beschleunigen und das ABS macht schon ein paar Mal auf, hast du das gemerkt? Es hat schon ein paar Mal aufgemacht. 1,701. Nicht der beste Wert, aber auch nicht der schlechteste Wert. ABS hat immer wieder aufgemacht, das hast du gehört und gesehen. Also das muss er schon ordentlich reinregeln. Das sind natürlich auch am Ende des Tages die Reifen, die da mit der Rolle spielen, muss man sagen. Ganz offen und ehrlich. Brems- und Kupplungshebel sind einstellbar, einfach für uns und vor allem, was auch ziemlich geil ist, die Bremse packt okay zu. Nicht unfassbar stark, aber sie packt gut zu. Die Kupplung ist mega leichtgängig. Das Getriebe lässt sich auch sehr gut schalten. Kein unangenehmer Moment, kein unnötiger Leerlauf. Das ist knackig, das ist scharf, das passt und sitzt. Schauen wir mal Topspeed, was schaffen wir denn? Unser gutes kleines Kerlchen. Ein bisschen kurvig ist zwar, aber 105, 107 sind noch keine 100 km/h laut dem Messgerät. Also du merkst schon 5 km/h Abweichung. Wir schaffen aber die 100 km/h. Na, wobei vielleicht auch nicht. Da kommt nicht mehr viel. Na, okay. Ich revidiere. 96 km/h ist der Topspeed in der 6. Mehr kommt nicht raus. Schade. Das ist bitter für die Zontas. Am Ende gibt es noch einige Details, die besonders sind. Wir haben hinterleuchtete Schalter, wir haben einen eigenen Set-Knopf, einen Mode-Knopf, wir haben aber keine elektronische Sitzöffnung, wie das zum Beispiel bei anderen Zontas-Modellen aktuell der Fall ist. Wir haben auch kein Keyless Go, sondern ein super billiges Schlosssystem, was ich gar nicht mag. Aber dafür haben wir natürlich das Lenkerschloss oben hier und nicht extra irgendwo seitlich beim Lenker, was bei anderen Fahrzeugen auch der Fall ist. Darüber hinaus haben wir serienmäßig ABS, was auch nicht alle in dieser Klasse und vor allem in der Preisregion, wo sich dieses Motorrad bewegt, drinnen sind. Ebenfalls Sturzbügel und Co. So wie es da steht, kommt es in Serie daher zum wahnsinnigen Kampfpreis. Auch wenn der Preis in den letzten Jahren doch deutlich nach oben gegangen ist, ist es nicht so schlimm wie bei manch anderen chinesischen Herstellern, die jetzt doch schon mittlerweile europäische Preise verlangen für ihre Fahrzeuge. Sondern es bleibt ja noch immer bodenständig und sagt, wir produzieren günstig, wir verkaufen günstig, fertig. Und dazwischen gibt es nichts. Und das finde ich eigentlich eine sehr charmante Eigenschaft von Zontas, die mir auch immer wieder Freude bereitet und wo ich immer wieder denke, so geil, ihr habt eine gute Ausstattung, ihr habt ein gutes Gesamtpaket, ihr seid jetzt nicht die schnellste 125er, aber definitiv auch nicht langsam und ihr habt ein sehr grundsolides Fahrwerk bei Zontas immer. Das wird wirklich darauf geachtet, dass es auf europäischen Straßen für europäische Fahrer funktioniert. Die Körpergröße bleibt aber so ein bisschen der Mankopunkt. Doch Preis-Leistung schauen wir uns an in der Kompression. 3.390 € kostet die Zontas G1 und da muss man ganz klar sagen, fettester Tank in der 125er Klasse, guter solider Motor, gute solide Verarbeitung, da kannst du wirklich nicht viel nörgeln. Ja, das Display gehört geupdatet, ja, die Reifen könntest du tauschen, aber in Summe eigentlich nicht viel zu machen an einem Fahrzeug. Im Unterhalt wahnsinnig günstig mit nur 3 Liter auf 100 Kilometer, da brauchst du wirklich nichts und du kannst das Motorrad natürlich ganz einfach mit dem Autoführerschein fahren, wenn du das möchtest, wenn du die Zusatzprüfung machst und vor allem glühst du dann nicht hier so in der Sonne, sondern du rauscht und braust mit deiner G1 durch die Gegend und bei der Tankstelle sieht man dich nur alle 2 Wochen meiner Meinung nach, weil sonst wird es einfach wild. Großer Tank, niedriger Verbrauch, extrem hohe Reichweite. Wenn du jetzt nichts verpassen willst zu Zontas, zu den 125ern, dann gerne diesen Kanal kostenlos abonnieren. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen, haut rein und pfiat euch!